Sophia ist 17. Sie mag es nicht, wenn man ihr lange ins Gesicht schaut. Sie fühlt sich hässlich. Warum, weiß sie ganz genau. An meiner Nase stört mich eigentlich gerade das Seitenprofil und diesen großen, starken Höcker, den man wirklich deutlich sieht. Und meine Nase hängt auch wirklich von der Seite so nach unten und ich bezeichne die immer persönlich selbst wie ein Schnabel. Natürlich weiß ich, dass es schon schlimmere Nasen gibt, aber trotzdem hat mich meine Nase schon immer gestört, auch von vorne, weil sie gerade eben extrem breit hier unten ist. Das versuche ich immer schon mit der Brille so zu verdecken und ich habe eigentlich immer so das Bedürfnis, mich eher wegzudrehen oder die Haare zum Beispiel so nach vorne zu machen, dass man es halt nicht so krass auf den ersten Blick sieht. Gehemmt sein, sich unwohl in der eigenen Haut fühlen. Das kennt auch ihre Zwillingsschwester Emilia. Sie hat ihre Nase deshalb schon operieren lassen. Die beiden mussten sich schon einige Kommentare wegen ihrer Nasen anhören. Besonders bitter waren diese in den sozialen Netzwerken. Ja, da wurden dann Nasen-Emojis geschickt oder so und dann geschrieben, ja, ist jetzt ja keine schöne Nase oder lieber hätte ich nicht so eine Nase wie du. Ich habe immer gesagt, keiner kann das so nachempfinden, wie ich mich fühle. Und ich glaube, das kann auch keiner, nur diejenigen, die sich halt in derselben Situation befinden. Und ich habe da wirklich sehr, sehr stark drunter gelitten. Ich habe mich im Spiegel angeguckt und musste auch wirklich manchmal weinen, weil mich das so irgendwie, ich habe mich so gefragt, ja, warum habe ich denn ausgerechnet so eine Nase bekommen? Vor 7 Monaten legt sich Emilia unters Messer. Sophia möchte diesen Schritt auch gehen. Eine bekannte Influencerin auf Instagram gab schließlich den Ausschlag. Ich habe das bei der Hanna Antonia gesehen und ich kam auch durch sie auf unsere Ärztin, also auf die Frau Dr. Berkay, weil sie eben auch diesen Höcker hatte. Sie hatte auch eine Nasen-OP, über 18, aber sie war trotzdem noch relativ jung. Und bei ihr habe ich auch ein richtig, richtig schönes Ergebnis gesehen. Eine Schönheits-OP mit unter 18 Jahren. Keine leichte Entscheidung. Auch für ihre Eltern, die sie lange von dem Eingriff überzeugen muss. Wir haben sie natürlich mit Selbstbewusstsein gestärkt und gesagt, es kommt nicht auf die Nase an. Mensch, bist doch hübsch oder bist intelligent genug, um da drüber zu stehen und alles. Aber wenn man als Mutter dann merkt, dass das Kind sich so unwohl fühlt oder wirklich nicht gern anschaut im Spiegel und eher Lichter ausmacht, dass eher dunkel ist beim Schminken, da dachte ich, das kann nicht die Jugend sein. Sophias OP steht noch bevor. Mutter Barbara begleitet sie zur 3D-Animation ihrer neuen Traumnase bei der Schönheitschirurgin Julia Berkay. Unter 18-Jährige werden nur dann operiert, wenn eine medizinische Einschränkung nachweisbar ist oder der Leidensdruck sehr hoch ist, etwa ein psychologisches Gutachten vorliegt. Diese Komplexe, wenn man als Frau eine sehr krumme Nase in der Pubertät bekommt, die sind teilweise extrem. Wenn eine Frau ein großes Problem damit hat, in der Schule vielleicht gedisst wird oder wenn ein Junge irgendeine Bemerkung hat, dann steckt das sehr, sehr tief. Ich hatte ganz krasse Fälle, die dann plötzlich also überhaupt nicht mehr ins Kino gehen oder mit Freunden irgendwo hingehen, die wortkarg werden, die kaum Blickkontakt haben. Ich freue mich immer, wenn ich meinen Patienten damit sehr viel Selbstbewusstsein geben kann. Das hat aber seinen Preis. Sophias OP kostet um die 12.000 €. Man freut sich eigentlich quasi jetzt schon darauf, dann das Endergebnis zu sehen, weil es wirklich schon eine sehr, sehr starke Veränderung ist. Man hat es ja gerade gesehen auf dem Video. Ja, ich bin eigentlich glücklich und froh darüber, dass es überhaupt quasi möglich ist und dass man das so schaffen kann, dass man sich dann wirklich durch so einen Eingriff einfach wohler und selbstbewusster fühlt. Dass dafür immer mehr junge Menschen bereit sind, ihren Körper durch Schönheits-OPs zu verändern, ist ein neuer Trend. Models und Influencer auf Instagram und Co. leben das vor, was sich die jungen Frauen wünschen. Perfektes Aussehen. Die ästhetischen Eingriffe haben in den letzten Jahren stark zugenommen und mit jedem Jahr Tendenz steigend. Und da gibt es natürlich Favoriten. Favoriten sind die Nasenoperation, die intimchirurgischen Eingriffe, die Brustvergrößerungen. Bei Emilia dauert es noch knapp ein halbes Jahr, bis die Nase komplett fertig ist. Schon jetzt aber fühlt sie sich endlich wieder schön. Seit der Nasen-OP trage ich auch überhaupt keine Brille mehr, weil mich das überhaupt nicht mehr stört, wenn mich jemand von der Seite anschaut. Diesen Moment sehnt Sophia sich herbei. Unbeschwert ihre Jugend genießen und sich wohl in ihrer eigenen Haut zu fühlen. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, da nicht mit einer Ärztin zum Beispiel über Risiken zu sprechen, sondern mit einer Psychologin, Frau Dr. Kessel. Schönen guten Abend, grüße Sie. Hallo, guten Abend. Also Sophia leidet unter ihrer Nase. Wie belastend kann sowas sein?
Ja, das Aussehen spielt in unserer Gesellschaft natürlich eine große Rolle. Und gerade bei Jugendlichen, die ja auch viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind, spielt es natürlich noch mal eine größere Rolle. Und dann ist es so, dass vor allem in der Pubertät, wo einfach die Identitätsbildung und die Selbstfindung noch eigentlich in vollem Gange ist, fällt Kritik am Aussehen auf sehr besonderen Nährboden. Das heißt, Jugendliche können da sehr, sehr sensibel reagieren und dann auch dementsprechend extrem drunter leiden. Also wäre aber schon eine Möglichkeit für Eltern, höre ich da so ein bisschen raus, vielleicht ein bisschen auf Zeit zu spielen, in Anführungsstrichen, zu sagen, mal gucken, wenn die Persönlichkeit ausgereift ist, wie du dann zu deiner Nase stehst? Ja, auf jeden Fall. Zu schauen, wie belastend ist es später noch, wenn ich mich vielleicht in meiner Identität gefunden habe und vielleicht auch mit meiner Andersartigkeit ganz gut zurechtkomme oder das möglicherweise sogar zu einem besonderen Merkmal machen kann. Sie haben es eben schon angedeutet. Welche Rolle spielen da soziale Medien heute? Die spielen tatsächlich eine große Rolle, weil es gibt zwar in den sozialen Medien auch immer wieder Gegenbeispiele, zum Beispiel ein Model mit Beinprothese, aber dennoch ist es so, dass natürlich irgendwie 99% der Bilder, die wir in den sozialen Medien sehen, einfach geschönt sind. Schön und geschönt. Genau. Und das bedeutet, dass wir da nicht mit der Realität konfrontiert sind. Die haben aber natürlich einen riesen Einfluss auf die Jugendlichen, weil gerade in der Pubertät einfach das Bedürfnis, genau so zu sein wie alle anderen, besonders groß ist. Man möchte zur Peer Group dazugehören. Und hat man da wirklich auch so einen Zusammenhang schon bewiesen, zum Beispiel von Essstörungen und Konsum solcher Bilder? Das gibt es tatsächlich. Also leider gibt es wirklich eine Korrelation zwischen dem Konsum von sozialen Medien und tatsächlich Essstörungen, die zugenommen haben, aber beispielsweise auch depressive Störungen. Okay. Unter welchen Umständen würden Sie denn Ihrem Kind zum Beispiel eine Schönheits-OP erlauben? Also ich glaube, ganz wichtig tatsächlich ist zu gucken, ist dieser vermeintliche Makel auch objektiv da. Weil es gibt tatsächlich ja auch Menschen, die sagen, oh, ich fühle mich furchtbar hässlich, weil ich habe den und den Makel. Und von außen betrachtet können es aber irgendwie 80% oder 90% der anderen Menschen nicht nachvollziehen. Okay. Und dann hat das weniger was tatsächlich mit dem Aussehen zu tun, als mit dem Selbstwertgefühl, was da nicht intakt ist. Und da würde ich viel eher dann eine Psychotherapie empfehlen. Okay. Also sozusagen mit dem Ziel, das Selbstbewusstsein zu stärken? Genau, also das Selbstwertgefühl besteht ja tatsächlich aus 4 Säulen. Das ist zum einen die Selbstakzeptanz, das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Leistungen, dann auch die sozialen Kompetenzen, also sich abgrenzen können, aber auch um Hilfe bitten können und das Eingebundensein in ein soziales Netz. Und tatsächlich ist dieses sich im eigenen Körper wohlfühlen nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Selbstakzeptanz. Ah, das ist interessant. Ja. Also diese anderen 3, die Sie genannt haben, die gehören auf jeden Fall auch dazu. Und da kann man sozusagen umso mehr stärken, wenn vielleicht das eine nicht so ausgeprägt ist. Ja. Was ist tatsächlich, wenn es Hänseleien und sowas gibt? Also wie kann man da sein Kind stärken und unterstützen? Also ganz wichtig ist natürlich erstmal, sich auch klar zu machen, Hänseleien sagen vor allem ja nicht nur was über den aus, der da gehänselt wird, sondern auch über den, der hänselt. Klar, sagen wir als Erwachsene jetzt, ne? Ja, auf das jeden ist Fall richtig. gemein, ja. Also wenn man sein Kind unterstützen möchte, ist es natürlich ganz wichtig, wirklich zuzuhören und das Kind auch ernst zu nehmen in den Bedenken. Wenn man das einfach wegwischt und sagt, ach, ist doch alles nicht so schlimm, du siehst doch super aus, ist es für Kinder häufig sehr, sehr schwierig, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Und das wiederum ist nicht förderlich für das Selbstwertgefühl. Deswegen ist es wichtig, einfach da an der Stelle nicht sofort aktiv zu handeln, aber ein guter Zuhörer zu sein. Okay, und vielleicht diesen Weg gemeinsam zu gehen und dann, egal wie er vielleicht nachher ausgeht und vielleicht wann, dann tatsächlich auch die Entscheidung fällt. Genau. Die Entscheidung kann so oder so aussehen. Was würden Sie sagen? Also wie viel Zeit sollte man auf jeden Fall sich geben? Also für so einen Prozess? Man sollte das definitiv nicht von heute auf morgen entscheiden, sondern wirklich sehr, sehr differenziert betrachten. Und ich würde es immer für sinnvoll halten, einfach wirklich ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, das ein bisschen auch im Kopf hin und her zu bewegen. Und gerade vielleicht über diese Zeit der Pubertät, wenn es jetzt nicht was ist, was objektiv wirklich einen ganz großen Leidensdruck auch verursacht, zu sagen, naja, vielleicht verändert sich das tatsächlich noch mal. Vielen Dank, Frau Dr. Kessel. Dankeschön. Gerne. Also halten wir fest, der Druck, gut auszusehen, ist groß und es erfordert Reife, darüber zu stehen. Eine Entscheidungshilfe für Eltern, deren Kinder sich eine Schönheits-OP wünschen, kann die Frage sein, wie groß ist denn der Makel tatsächlich objektiv?